Was sind die 9 größten Vorteile der Philippinen als steuerliches Wohnsitzland oder als Plan B Wohnsitzland oder vielleicht sogar auch als Plan A Wohnsitzland? Das sind interessante Fragen, mit denen wir uns einmal in diesem Video beschäftigen werden. Noch ein Hinweis auf eigener Sache. Wir bieten dir allerlei Dienstleistungen zum Thema Philippinen an. Wir können dir dort helfen, eine Wohnung zu besorgen. Wir können dir dort helfen, ein Visum zu beschaffen, Bankkonto in Singapur, eine ACR-Card. Das ist ein philippinischer Personalausweis für Ausländer. Alle Dienstleistungen, die wir dort anbieten mit unserem eigenen Team in Davao City, der zweitgrößten Stadt der Philippinen, findest du in dem Link, den ich hier in die Beschreibung dieses Video poste. Nun, es gibt immer mehr Deutsche, Schweizer und Österreicher, die einen Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union suchen. Vielleicht sind sie digitale Nomaden, möchten aber irgendwo eine steuergünstige Basis haben. Vielleicht geht es auch einfach nur um einen Plan B Wohnsitz, damit man ein Ass im Ärmel hat, das man ziehen kann, wenn es hier so richtig ernst wird. Aber vielleicht geht es sogar auch um ein schönes asiatisches Land, in dem man vielleicht den Ruhestand verbringen möchte oder wo man möglicherweise einige Monate des Jahres leben möchte. Viele haben so die Philippinen nicht wirklich auf dem Schirm. Da gibt es andere asiatische Länder, die hier viel bekannter sind. Allen voran natürlich Thailand. Thailand leben sehr viele Ausländer, auch viele deutsche Rentner, digitale Nomaden. Bali kann man das Gleiche sagen. Allerdings ist natürlich der Nachteil, dass beide Länder mittlerweile ziemlich überrannt sind. Bali hat außerdem praktisch überhaupt keine steuerlichen Vorteile. Und bei Thailand hat man zunehmend das Gefühl, dass dort die WEF-Ideologie, sage ich jetzt mal, also hier diese allgemeine Ideologie, die wir auch in den westlichen Ländern sehen, wo es um Compliance, Kontrolle, hohe Steuern und alles besteuern geht, immer mehr eben Fuß fasst. Wir haben es vor allen Dingen in Thailand 2024 gesehen, als praktisch sämtliche ausländischen Einkünfte, die man nach Thailand überwiesen hat, versteuert werden müssen, außer man hat ein ganz bestimmtes Visum. All das ist in den Philippinen noch weit entfernt. In diesem Video möchte ich dir die Philippinen nochmals näher bringen als mögliches Wohnsitzland und möchte dir 9 wichtige Vorteile nennen, die dieses tolle Land in Asien für dich und deine Familie haben kann. Allen voran wäre natürlich zu nennen, dass die Philippinen nach dem Territorialprinzip versteuern. Das heißt, selbst wenn du auf den Philippinen vollsteuerlich ansässig bist, sind ausländische Einkünfte komplett steuerfrei. Das müssen Einkünfte sein, die nichts mit den Philippinen zu tun haben. Das heißt, würdest du zum Beispiel in den Philippinen arbeiten als Softwareentwickler für ein ausländisches Unternehmen, dann wären das keine ausländischen Einkünfte. Diese Einkünfte müssten komplett in den Philippinen versteuert werden. Wir reden tatsächlich um Einkünfte, die außerhalb der Philippinen erwirtschaftet werden, wo die Wertschöpfung nicht auf den Philippinen stattfindet. Ausländische Mieten, ausländische Dividenden, Veräußerungserlöse, Krypto oder auch eben, wenn du außerhalb der Philippinen arbeitest, all diese Einkünfte sind in den Philippinen steuerfrei, selbst wenn du vollsteuerlich ansässig bist in den Philippinen als Resident Alien. Zweiter großer Vorteil der Philippinen, es gibt dort keine Anwesenheitspflichten für die steuerliche Ansässigkeit. Die steuerliche Ansässigkeit in den Philippinen wird bestimmt durch dein Visum. Hast du ein Visum wie zum Beispiel das SRRV-Visum für Rentner oder das SIRV-Visum für Investoren oder auch das 9G-Visum für Freelancer oder Angestellte, dann giltst du in den Philippinen als steuerlich ansässig, dann bist du ein Resident Alien, du bekommst ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat, du bist im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens zum Beispiel mit Deutschland in den Philippinen steuerlich ansässig. Es spielt keine Rolle, wie lange du dich in den Philippinen dafür aufhältst. 1 Tag pro Jahr, 20 Tage pro Jahr oder 183 Tage pro Jahr. Der nächste Vorteil der Philippinen: Du hast sehr schnelle und einfache Aufenthaltsmöglichkeiten. Du brauchst nämlich überhaupt kein Visum, um dich in den Philippinen bis zu 3 Jahre lang aufzuhalten. Du kannst dort einfach einreisen. Du hast dann als Deutscher, Österreicher oder Schweizer ein 30-tägiges Aufenthaltsrecht und kannst dieses dann verlängern bis auf 3 Jahre. Also ein wirkliches Visum ist nicht gegeben. Du kannst hier auch die steuerliche Ansässigkeit erwerben, musst dann allerdings 183 Tage im Land sein in einem Kalenderjahr. Wie gesagt, hast du eins der anderen Visa, dann kannst du sofort die steuerliche Ansässigkeit erlangen,
ohne 183 Tage pro Jahr in den Philippinen verbringen zu müssen. Aber du kannst eben auch einfach dort praktisch ohne Visum verweilen. Nächster großer Vorteil der Philippinen ist, dass du eine hohe Lebensqualität hast zu günstigen Kosten. Wir haben es in den anderen asiatischen Ländern gesehen. Dort gehen die Kosten immer weiter nach oben. Aber in den Philippinen ist es immer noch recht günstig. Du kannst zum Beispiel in Davao City eine anständige, wenn auch ziemlich einfache Wohnung für wenige $100 pro Monat mieten. Und wenn du bereit bist, etwas mehr auszugeben, bekommst du dort schon wirklich schöne Apartments oder Kondos oder Häuser, die du mieten kannst, und auch die sonstigen Lebenshaltungskosten sind absolut überschaubar. Der nächste Vorteil der Philippinen: es ist ein englischsprachiges Land. Englisch ist die Amtssprache. Es hat auch eine starke angelsächsische Kultur. Man merkt hier ganz klar den Einfluss der Amerikaner im Schulsystem, in der Bildung und natürlich auch in der Sprache. Das macht es eben sehr viel einfacher. Du musst dich hier nicht mit einer anderen Schriftart herumschlagen oder einer anderen Sprache. Jeder kann Englisch. Englisch ist die Amtssprache. Der nächste Vorteil ist, dass die Philippinen trotz aller Unkenrufe ein stabiles Land sind. Hier ist schon klar, auch da gibt es immer wieder mal so innenpolitische Dramen dort um die verschiedenen Präsidenten, zum Beispiel Duterte oder Marcos, diese beiden Clans, die da praktisch miteinander im Clinch liegen. Aber im Großen und Ganzen sind die Philippinen friedlich. Es gibt einige Randgebiete, die sind hier problematisch. Da gab es auch immer wieder einmal Unruhen. Aber im Großen und Ganzen ein großes und ein stabiles Land. Und du bist eben außerhalb der EU. Der sechste große Vorteil der Philippinen ist, dass sie nicht am automatischen Informationsaustausch nach OECD-CRS teilnehmen. Es gibt in den Philippinen eigentlich ziemlich gute Banken, muss man sagen. Wobei, wenn man dort lebt, vermutlich ausländische Banken hier für sein Vermögen verwenden würde, wie zum Beispiel dann in Singapur. Und wenn du dann eben in Singapur oder in anderen Staaten Banking machst, dann ist es sicherlich von Vorteil, dass die Philippinen nicht am OECD-CRS teilnehmen. Da muss natürlich dann deine Bank zum Beispiel in Singapur hier keine Informationen an die philippinische Regierung durchreichen, was es einfach compliance-seitig für die Bank einfacher macht. Aber wie gesagt, auch die Banken in den Philippinen selbst sind nicht schlecht. Ein Konto, das du für den Alltag verwendest, ist sicherlich hier absolut brauchbar. Und wir können dir natürlich helfen, ein solches Konto auch zu eröffnen. Der achte Vorteil der Philippinen ist, dass sie ein großes Netzwerk an Doppelbesteuerungsabkommen haben. Sie sind Abkommensstaat von zum Beispiel Deutschland oder auch Österreich und natürlich auch der Schweiz. Du weißt, Doppelbesteuerungsabkommen entfalten immer eine Schutzwirkung. Das heißt, Länder mit DBA sind tatsächlich zu bevorzugen, wenn du auswanderst, denn sie gewähren dir Planungssicherheit. Und damit bin ich beim 9. Punkt, die Philippinen gewähren auch Schutz vor den Negativwirkungen der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Du weißt vielleicht, was das ist. Damit sind Deutsche, die ins Ausland umziehen, wenn sie noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland haben und das Zielland ein Niedrigsteuerland ist, für 10 Jahre erweitert beschränkt in Deutschland steuerpflichtig. Das entfaltet sich in der Regel aber nur, wenn es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Wir haben dazu auch schon etliche Videos gemacht. Die Philippinen sind ein Abkommensstaat und entsprechend musst du dich hier vor den Negativwirkungen der erweitert beschränkten Steuerpflicht nicht zu fürchten. So, das waren sie mal hier, die 9 Vorteile der Philippinen für digitale Nomaden, für Auswanderer, die einen Plan-B-Wohnsitz suchen oder auch für jene, die mehrere Wohnsitze vielleicht haben und einen weiteren Wohnsitz in Asien brauchen. Eine Basis in diesem spannenden, faszinierenden Kontinent. Wie gesagt, wir haben ein umfangreiches Leistungspaket zum Thema Philippinen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wenn auch du dir vorstellen kannst, auf die Philippinen umzuziehen oder dort einen Wohnsitz zu etablieren, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich ebenfalls hier in die Beschreibung mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Vorhaben zu unterstützen. Umzug ins Ausland, steueroptimierte Strukturen außerhalb der EU, Vermögen schützen, neues Vermögen aufbauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.